Keine Lust auf eine rinnende Nase und Halskratzen? Ich auch nicht. Heute gibt es meine 3 besten Tipps, um fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Am Schluss verrate ich dir meinen ganz persönlichen Erkältungsnotfallplan, also bleib dran. Du kennst das sicher auch. Dein Hals fühlt sich komisch an, deine Stimme wird rau, du musst dich ständig schneuzen und fühlst dich komplett schlapp. Mir ist es vor kurzem auch so gegangen und ich habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt die nächsten 2 Wochen flach liege, weil normalerweise, wenn wirklich eine Erkältung bei mir ausbricht, dauert es meistens nie weniger als eine Woche, meistens 2 bis sogar 3 Wochen. Zum Glück habe ich aber rechtzeitig mein Immunsystem gestärkt und mein Körper hat offenbar die Erreger erfolgreich abwehren können und jetzt bin ich tatsächlich wieder fit. Genau darum geht es in diesem Video, nämlich 3 Komponenten, die zusammenspielen, um das Immunsystem zu stärken. Zum einen haben wir mal die Ernährung. Sie sollte voller gesunder Nährstoffe sein, vorzugsweise sehr viel Gemüse, auch Obst. Wichtig zu beachten ist, dass nicht alles, was Gemüse oder Obst ist, automatisch sehr nährstoffreich ist. Es kommt sehr stark darauf an, wie die Pflanze gezogen worden ist. Also zum Beispiel Kulturpflanzen, die mit sehr viel Wasser schnell hochgezogen worden sind, die enthalten eben eine niedrigere Nährstoffdichte. Auch die Beschaffenheit vom Boden, wo die Pflanze wächst, macht einen sehr großen Unterschied. Vorzugsweise ist es natürlich gut, wenn man regionales, saisonales Gemüse isst, das biologisch angepflanzt wurde. Ansonsten ist es natürlich auch wichtig, einmal die Blutwerte kontrollieren zu lassen und zu schauen, wo vielleicht ein Mangel ist. Man kann dann mit Präparaten ausgleichen. 2 Mikronährstoffe möchte ich herausgreifen. Das eine ist das Zink, das eben auch sehr, sehr wichtig ist für die Abwehrkräfte und zur Stabilisierung des Immunsystems. Es kommt zum Beispiel in Nahrungsmitteln wie Linsen, Leinsamen oder Haferflocken vor. Wenn ein Mangel vorliegt, kann man entsprechende Präparate auch verwenden. Ich nehme zum Beispiel Zinktabletten, wenn ich sehr viele Aften im Mund habe, also diese wunden Hautstellen, die so ähnlich sind wie Fieberblasen im Mund. Dann hilft es mir meistens, wenn ich eine Zeit lang Zinktabletten nehme, dass die verschwinden. Ein anderer sehr wichtiger Mikronährstoff ist das Vitamin D. Da haben wir normalerweise alle einen Mangel im Winter, weil einfach die Sonne fehlt, die es braucht zur Produktion. Eine Ausnahme sind vielleicht Menschen, die sich viel auf den Bergen aufhalten. Oft ist es ja so, dass im Tal sich eine Nebel- oder Wolkendecke bildet und man den ganzen Tag die Sonne nicht sieht. Und wenn man dann weiter rauf auf den Berg fährt, auf die Gipfeln, dann kann es einfach sein, dass man diese Wolkendecke durchbricht und dann in der Sonne ist. Wenn sich die Möglichkeit bietet, macht es absolut Sinn, sich in die Berge zu begeben und die Haut auch der Sonne auszusetzen. Allerdings muss man da wirklich aufpassen, dass man da keinen Sonnenbrand kriegt, also nur in kleinen Dosen oder dann mit entsprechender Sonnencreme. Ansonsten gibt es natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, mit Präparaten den Vitamin-D-Speicher aufzufüllen. Wichtig an der Stelle, wenn du bereits krank bist, hol dir unbedingt Rat von Ärztin oder Apothekerin. Noch ein Tipp zur Ernährung. Im Winter ist es oft so, dass der Körper sowieso durch die Kälte schon sehr viel Energie verliert. Das heißt, wenn ich mir jetzt kaltes und viel rohes Essen zuführe, kann es sein, dass ich ihn zusätzlich beanspruche. Also wenn man bereits sehr viel friert zum Beispiel, macht es auf jeden Fall Sinn, vermehrt warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Der Kochvorgang ist eine Art Vorverdauung, die dem Körper hilft, die Nahrung besser verstoffwechseln zu können. Mit einem warmen Frühstück in den Tag zu starten, führt dem Körper Wärme zu und kräftigt ihn zusätzlich. Wenn man sehr, sehr viel friert, ist das auch sehr angenehm, wenn man einfach schon die Wärme von außen zuführt und quasi auch ins Innere aufnimmt und von innen den Körper wärmen kann. Mein zweiter Tipp ist regelmäßige Bewegung. Das muss jetzt kein Marathon sein und keine Kraftsportart. Es reicht ein gemütlicher Spaziergang, möglichst regelmäßig, vielleicht sogar täglich. Das können 15 Minuten sein, eine halbe Stunde. Das lässt sich auch ganz gut im Alltag unterbringen. Regelmäßige Bewegung im Wald ist noch zusätzlich fördernd für das Immunsystem, weil zum Beispiel auch die Bäume Stoffe abgeben, die die Abwehrkräfte zusätzlich stärken. Außerdem hat der Aufenthalt in der Natur einen entspannenden Effekt und ja, wer entspannt ist und beruhigt, der hat auch weniger Stress
Dieser Stress kann nämlich auch wiederum das Immunsystem beanspruchen. Wichtig ist vor allem im Winter, wenn die Luft besonders kalt ist, den Körper nicht zu überanstrengen. Das Gleiche gilt, wenn du vielleicht schon Erkältungssymptome hast. Dann ist es besser, sich nicht zu sehr in der Kälte aufzuhalten, sondern im Warmen zu Hause zu bleiben und dort aber mehr zu lüften und zu schauen, dass dort die frische Luft hineinkommt. Tipp 3 zur Stärkung des Immunsystems ist eine Pflanze, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, weil sie die Abwehrkräfte stärkt und das Immunsystem auf Trab hält. Und zwar ist das die Kapuzinerkresse. Sie enthält unter anderem Senfölglykoside. Die sind zum Beispiel auch im Kren vorhanden oder zum Beispiel im Senf. Die werden auch zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt und auch zur Vorbeugung von Harnwegsinfekten wie zum Beispiel Blasenentzündungen, die ja auch wiederum durch die Kälte begünstigt werden. Nicht umsonst wird die Kapuzinerkresse auch als natürliches Antibiotikum bezeichnet. Grundsätzlich kann sie zum Beispiel frisch gegessen werden. Meistens ist sie aber leider zur Erkältungszeit schon verschwunden, weil sie nicht frostfest ist. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel eine Tinktur zu machen. Ich habe die in so einer Topflasche und genau, da werden dann immer so circa 20 Tropfen über den Tag verteilt öfters genommen und so halte ich mein Immunsystem auf Trab. Wenn du mehr über wild wachsende Pflanzen und ihre Inhaltsstoffe und Verwendungsmöglichkeiten wissen möchtest, schau dir gerne mein Video über die Baumblätter an. Jetzt zu dem versprochenen Erkältungsnotfallplan. Eins der wichtigsten Dinge, unbedingt Wärme. Es heißt nicht umsonst Erkältung. Das heißt, man merkt das man fängt an zu frieren und dann spätestens sollte man schauen, dass man die Wärme von außen zuführt. Zum Beispiel mit einem Thermofor, mit einem warmen Kirschkernkissen. Das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil es sich dem Körper anpasst. Mit Decken, vielleicht hat man auch die Möglichkeit, die Zimmertemperatur um 1-2 Grad hochzuheizen, wenn es finanziell machbar ist. Möglich wäre zum Beispiel auch ein heißes Bad, wenn man das gerne möchte. Da könnte man noch diverse ätherische Öle, wie zum Beispiel Fichtenöl, zusetzen, das nochmal eine positive Wirkung auf Erkältungssymptome hat. Wenn man schon erkältet ist, dann hilft oft nur das altbewährte Abwarten und Tee trinken. Ich persönlich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein wahnsinniger Fan von Tees, aber ich habe jetzt einen Tee für mich entdeckt, der mich so dermaßen stärkt, dass ich ihn auch trinke. Und zwar ist das ein Tee aus dem Birkenporling. Der Birkenporling ist ein Baumpilz, der vorwiegend auf Birken wächst. Er wurde bereits bei der Gletschermumie Ötzi gefunden und man geht davon aus, dass er auch bereits mit wahrscheinlich einem Tee aus dem Birkenporling sein Immunsystem gestärkt hat. Das macht ihn zu einem Heilmittel, das über 5000 Jahre bereits von den Menschen genützt wird. Ich schneide den frischen Birkenporling in dünne Scheiben und lege sie im Dörrapparat zum Trocknen auf. Wenn diese Scheiben trocken sind, dann lagere ich sie in Schraubgläsern und zur Zubereitung nehme ich so circa 2 von diesen Scheiben, gebe sie in einen Topf mit einem Viertel-Liter Wasser und lasse das Ganze einmal richtig gut aufkochen. Dann drehe ich die Platte wieder ab und lasse den Tee ziehen. Für mich hat es sich bewährt, diesen Schritt am Vorabend schon zu machen und den Tee mit den Pilzen zusammen über Nacht stehen zu lassen. Das Ganze nochmal in der Früh aufzukochen und dann noch 10 Minuten weiter ziehen zu lassen. Dann seihe ich die Flüssigkeit ab und trinke das als Tee in kleinen Schlucken. Das Ganze kann man so circa 3 bis 4 Mal mit demselben Pilzmaterial wiederholen, bis man es dann endgültig verwerfen und auf den Kompost geben sollte. Der Tee schmeckt leicht bitter, aber das ist meistens bei gesunden Sachen so. Wenn du dich für den Birkenporling interessierst und vielleicht keinen zu Hause hast, dann verlinke ich dir noch eine Bezugsquelle. Für mehr Infos über heimische Heilpilze kann ich dir das Buch von der Gerrit Fischer wärmstens empfehlen. Du siehst, es ist nicht sehr groß und deswegen mag ich es auch sehr gerne, weil es übersichtlich ist, man kann gut nachschlagen und man kann es vor allem auch gut mitnehmen. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Last but not least, wichtigster Punkt beim Notfallplan, unbedingt
Ruhe gönnen. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu begreifen und zu lernen, dass ich halt wirklich meine ganzen Termine absagen muss, wenn ich Erkältungssymptome habe. Das habe ich jetzt tatsächlich brav gemacht und das hat wirklich den Effekt gehabt, dass das nach 3-4 Tagen wieder abgeklungen und komplett weg war. Es hat einfach niemand etwas davon, wenn man selber über seine Grenzen geht und versucht zu funktionieren, weil meistens hat das den Effekt, dass der Körper dann irgendwann komplett WO gibt und dann fällt man viel, viel länger aus, als wenn man sich einfach dann, wenn der Körper das braucht, die notwendige Ruhe gönnt. Einen Schritt kürzer zu treten, wenn es notwendig ist, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstfürsorge. Also nicht vergessen, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Was sind deine Geheimtipps, wenn sich bei dir Erkältungssymptome ankündigen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei einer Erkältung hilft ja oft tatsächlich nur Tee trinken, umgekehrt.